24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten von 4 Finalfolgen des YPC Boat 2022. Mit insgesamt 5 Fischen und vor allem dank des punktbesten Fisches, der je in der YPC-Geschichte gefangen wurde, einem 125 cm langen Hecht, liegt Team Nace aktuell auf dem ersten Platz. Dicht dahinter folgt das B1 Bootscenter, das auch schon 5 Wertungsfische fangen konnte. Abu Garcia und Ilex liegen mit je 4 Fischen auf 3 und 4, Finnwal mit 2 Zandern auf 5 und Bullseye konnte zwar bereits einige Fische fangen, doch da diese entweder nicht der richtigen Spezies angehörten oder ein wenig zu klein waren, stehen hier noch keine Punkte zu Buche. 12:47 Uhr. Noch kein Fisch an Bord. Irgendeiner hat mal gesagt, die letzten werden die ersten sein. So, die letzten beiden Aktionen kamen auf geleierten Gummifisch. Predator mit 12 Gramm Kopf. Den leihe ich hier so über ungefähr 2 Meter tiefen Wasser. Direkt nach dem Auswerfen, Bügel um und Anfang. Das hatte Biss. Und darauf scheinen sie gerade eben zu reagieren. Dustin hat auch eben Biss. Ja, guten Biss gehabt. Dingshaken umgeklappt. Die Fische sind aktiv, vielleicht kriegen wir jetzt noch einen. Um ehrlich zu sein, hat sich der Biss gerade wie ein Barsch angefühlt, aber mal gucken. Ja, wir werden mal planen, einen Spotwechsel. Wir fahren mal ein paar Kilometer Boot, sodass der Honda auch seinen Einsatz kriegt. Da vermuten wir, da hatten wir im Training auch schon mal Zander und auch größere Hechte kamen da. Welcome back everybody, episode 2 of the finals of the YPC boat. We fished this morning on Hollands Deep and we got our good sanders. That's exactly what we planned. But after that we struggled a little bit to find perch on our spots. We saw in the group that people are catching big perch on the other lake right now. So we're gonna make a risky move. We didn't train there. We both know the water pretty well, so we know where to go. But we didn't train there, so we don't know which stretches and which points deliver fish. But anyway, we were already planning to fish there tomorrow, so we see it a little bit as training for tomorrow. Yeah. It's going to be a little bit of a drive, so we lose some time. But anyway, let's go. Yes, let's go. Wie Simon gerade erklärt hat, wechselt Abu Garcia aufgrund der Fangmeldungen das Gewässer und fährt Richtung Westen aufs Haringvliet. Da sich Bullseye im Nationalpark de Biesbosch aufhält, ist erstmalig im Turnier kein Boot auf dem Hollands Deep. Good job, man. Really good job. And nice colors. Awesome. It's a fat one. Wow. What an awesome fish, eh? Yeah, and again for the boomer. Yeah. You really swallow the boomer. You change the color? I change the color and I put a thin tail. Take a Magic Finesse shad, Ilex, and I cut the tail. I need something thinner. Let's measure this one. Yeah. It's a 51, 50 and a half. So it's a 51. 51, yeah, man. 51. Wow. Was ein Fisch, Mann, hey. Wahnsinn. Ui. Und er will schon los. Oh, weg ist er. Das sind coole Punkte. 51, so that's 102 points. Good, man. Good job. Get another one. Not hard takes.
Just it swallow on the bottom. I was like this with the stream just drifting. But it was enough. Sure. Folge 2 beginnt mit einem französischen Paukenschlag. Nach 4 Hechten holt Ilex sich den ersten Barsch, der Gael und Marc mit weiteren 102 Punkten auf Platz 2 hieft. Die Kollegen reagieren anerkennend. So, gerade eben haben wir den Report gecheckt und in der Sekunde, in der ich aufs Handy schaue, kommt eine Nachricht rein. 51 cm Team Ilex. Das gibt richtig Punkte. Wer hat am Barsch? 51 von Ilex. Gott, so krasse Fische, ey. Ja, that's a big fish, my friend. Gut gemacht. Dicker, fetter Barsch. So, am nächsten Spot angekommen. Und hier sieht man wieder, dass es natürlich Sinn macht, für ein Turnierboot ein schnelles Boot zu haben. Jetzt kann man schon mal weite Strecke zurückgehen. Was war das eben? 15 Kilometer? Ja, mal ganz schnell. Mal schnell, um mal zu gucken, ob hier der Fisch jetzt beißt, wie wir zu erwarten. Also das ist schon ein Turniervorteil, auf jeden Fall. Arrived on the first spot on the other lake. It's like a shallow plateau near deep water with a nice drop off, some weeds on the shallow, some rocks on the drop off, and we know that they're here. We caught so many fish here the last few years, so yeah, let's see. Doing the same tactics. Freddy's with the big soft baits, the beast paddle tail, and I'm still on the small chatterbait, this time with a little salt and pepper Berkeley 6 flanker. So, wish us luck. Let's go. Fisch. Müsste ein Barsch sein. Ja. Schöner Barsch. Ja, schöner Barsch. Den müssen wir kriegen. Oh, Junge! Mein Mann, ich bin heute der Versager, aber er macht seinen Job. Er macht seinen Job. Schöne Murmel. Schöne Murmel. Ach Gott. Lange Zeit kam nichts. Und dann kommt der dicke Fisch. Aber das ist auch das Geile am Flachwasserangeln, Leute. Diese langen Ruhephasen und dann kommt die pure Action. Grüße an Hecht und Barsch. Ne? Da ist wieder der Bleak-Shad als Pintail. Richtig geiler Trailer. Der Trailer meines Vertrauens. Einmal den Haken ab. So, Schnur vorsichtig ab. Ja, und ihr seht, ein schöner Barsch. Points. Genau. Der Mund ist zu. Und haben wir hier? 43, genau. Schöner 43er Barsch. Geil. Ja, wir strugglen heute echt hart im Flachwasser. Der geht erstmal zurück, dann rede ich weiter. Hoppala. Zack, weg ist er. Wir haben echt jetzt bestimmt schon 1,5, 2 Stunden keinen Kontakt mehr bekommen. Und wollten gerade an eine tiefere Kante fahren, weil wir dachten, dass die Fische im Flachwasser nicht aktiv sind. Wir hatten eben hier einen Hechtnachläufer, aber aus dem Nichts knallt dann so ein schöner 40er Barsch rein. Und das stimmt uns natürlich wieder so ein bisschen positiv weiter im Flachen zu bleiben. Ne? Ja. Geil, ey. Geile Punkte, echt. Finnwals Plan geht auf. Der erhoffte Barsch liegt im Kescher. Bullseye kämpft sich unterdessen durch das engmaschige Gewässersystem von De Biesbosch und hat die Strategie nun etwas geändert. Safari beendet, nächster Spot. Hier soll es hauptsächlich auf Barsch und Zander. Hechte denke ich weniger. Und jetzt müssten langsam mal die Fische kommen. Ist relativ viel Struktur an dem Spot, auch hängerträchtig, aber eben im Normalfall kommen da Barsche zum Fressen hin, die Zander hoffentlich auch. Man kann auf eine Richtung flach fischen, auf die andere etwas tiefer. Und ja, wir hinterfragen gerade unsere Strategie. Wir haben jetzt eher tief gefischt. Erfolg war mittelmäßig. Vielleicht sollten wir tendenziell eine Stufe flacher fischen. Das probieren wir jetzt. Heute bin ich noch ein bisschen schockiert über Dustins Personal Best. Der schockiert mich.
Aber ich glaube, dass Dustin und ich öfter Turniere angeln sollten gegeneinander. Weil wenigstens er fängt immer seinen Personal Best. Beim nächsten Turnier fängt er vielleicht seinen Barsch-PB. Ich würde es ihm ja gönnen. Aber nicht im Turnier. Oder, Simon? Yeah, the tournament is not over yet. Ja. So you can still get a 56 centimeter perch. Wir liegen genau drauf auf einem Eck, wo Riesenhechte kommen können, Riesenbarsche. Ja. Ist gerade mittags Beißloch auch so ein bisschen. Ich glaube, dass die anderen Teams jetzt gerade auch ein kleines Loch haben werden. Kleines Beißloch. Aber es kann jeden Moment auch wieder losgehen. Pike. Pike. Gut. Auch gut. Jappa! Knoten geplatzt. Der Knoten ist geplatzt. Sehr cool. Hat Sehr sich wie ein guter Barsch angefühlt, aber egal. Den nehmen wir genauso gerne mit. Okay. Auf dem Weg zur Fullcard. Hat er? 71. 71, hier ist dran. Sogar drüber. 71,5. 71,5. Sind zwei. 72. Schöner Krauthecht auf Chatterbait. Der hat sich sehr gut verhalten im Boot. Nicht gezappelt, keine Verletzung verursacht, nur einen kleinen Kratzer. Aber hey, er hat einen kleinen Kratzer, ich auch. Und das ist gut, ist okay, ist fair. Den nehmen wir gerne mit, Mann. 72 Punkte. 72 Punkte. Gut. Eben zwar ein, zwei Hechtbisse schon gehabt, nicht ganz verwerten können. Also hier geht heute noch was, hoffen wir. Auf jeden Fall, wir sind motiviert. Auf jeden Fall, also wir haben jetzt gerade auf Big Baits gewechselt, weil wir ja viele Hechtbisse haben. Und wir wollen ja ein, zwei große Hechte auf jeden Fall haben, die brauchen wir ja unbedingt für die Wertung. Und ja, da sind wir jetzt dran, wirklich mal zu gucken und zu selektieren und mal wirklich Fische zu fangen, die halt viele Punkte bringen. Ne? Und das ist ja gerade so ein Meterfisch natürlich Gold wert. Und haben wir eine schöne Stelle hier erwischt. Haben jetzt 3 Meter Wassertiefe und haben schönes Krautfeld drauf. Mussten wir auch aufhalten, kurz mal auf Echolot, dann seht ihr das ganz genau. Und über diese Struktur, über dieses Krautfeld kurbeln wir halt im Mittelwasser drüber. Und die Hechte, die steigen halt auf und verfolgen den Köder. Und wir haben auch schon richtig schöne Anfasser gehabt, aber leider ist noch keiner kleben geblieben. Also probieren wir jetzt weiter. Also drückt uns die Daumen. Schön runter. Jas. Komm. Tobi. Pass auf, der springt hoch. So, runter. Mach ich. Runter ist ein Riese. Das ist geiler. Ja! Wir haben ihn. Alter, ist eine Bombe, da ist er. Ey, Alter. Zigarre! Ey, das ist Sprungköder. Da ist er. Den haben wir gebraucht. Wo ist denn der Köder? Der hat er verschluckt. Heiki. Ey, läuft. So, jetzt haben wir den Hecht. Jetzt brauchen wir noch einen Hecht. Die Drift geht dann noch durch. Ankerposition und Ankerposition haben wir. mir flattern die Beine auf jeden Fall. Oh. Ach du Scheiße. Alter, top gemacht. Richtig geil gemacht. Auf Ansage mit einem großen Köder auf großen Hecht. Hab's gesagt. Jetzt hänge ich die Zigarre ran und dann scheppert's. PB, verdächtig. Ja. Nicht ganz, oder? Ja, ziehen wir zusammen. Ja. Flosse zusammen. Können wir machen. Meter 3. Meter 3. Ey, Alter, geil. Im Finale. Rausgepflasterte Ding. Oh, zum Glück haben wir die Big Bait Route genommen. Ja. Er ist rausgesprungen wie ein Delfin. Ey, richtig gut. Du bist heute richtig gut drauf.
Aber mega. Alter, jetzt alle wichtigen Fische so. Konzentration, Angel klar machen. Der nächste Fisch wartet. Komm. Na, da hatte Petrus aber wirklich ein offenes Ohr. B1 will einen großen Hecht und wenige Momente später liegt der Meterfisch im Kescher. Damit holen sich die Brandenburger den ersten Platz zurück. Wer hat der Meterhecht? B1. Es fehlen euch noch 22 cm, dann habt ihr den Dustin. Also haut rein. Ich hoffe, dass gleich noch der 1,26 m einsteigt. Also ich denke schon, dass wir aktuell noch unter den Top 3 sind. Glaube ich nicht. 50er Barsch. Ich weiß nicht. Also B1 führt auf jeden Fall Aber weit. trotzdem ist der 70er Zander und der große Hecht schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Ja, aber also wir haben wenig Fische, ne? Ja, das stimmt. Wobei auch Ilex, glaube ich, wenig Fische hat und auch Herbert. Ja, die haben am Ende viele. Die haben ja 3 Hechte oder so, 2 Barsche. Die haben genauso viel wie wir. Ilex. Dann ein 51er. Wir haben mit den 2 großen Fischen auch einen guten Stock, aber ich fühle mich nicht so sicher. Irgendwie machen wir was nicht so richtig. Wir kriegen wenig Bisse, wenig Fische. Müssen wir überlegen, ob wir was anders machen. Die Fänge der anderen Teams, gepaart mit einer etwas längeren Beißlaute auf dem eigenen Boot, lassen Nace die Spotwahl überdenken. Nach kurzem Beratschlagen entschließen sich Dustin und Felix dazu, den Spot zu verlassen, der ihnen den Großteil der bisherigen Turnierfische brachte. Ob das die richtige Entscheidung ist, bleibt abzuwarten. Bah. Ja, wir haben jetzt einen Spotwechsel gemacht. Der ist sehr schwer zu angeln hier effektiv, weil der Wind so extrem drauf steht. Aber ich hatte schon einen Biss und das Wasser ist tatsächlich hier deutlich trüber. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Wir angeln eigentlich genauso weiter wie vorher. Flachwasserköder, Spinnerbait, Chatterbait, suchen ein bisschen die Fläche ab. Und ja, hoffentlich geht da was. Nachher gehen wir noch mal zu unserem alten Spot zurück, aber jetzt probieren wir es jetzt erstmal hier. Junge, das fühlte sich an wie Zander. Also wirklich ein richtig trockener, harter Biss, ey. Wow. Alter. Ich hatte gerade einen richtig brutalen Zanderbiss. Deshalb wechsle ich jetzt mal auf einen klassischeren Zanderköder als den Spinnerbait. Hoffentlich klappt das. Während beim aktuell zweitplatzierten Nace doch ein wenig Hektik an Bord zu spüren ist, geht es einen Tabellenplatz weiter hinten deutlich entspannter zu. Ein französisches Team ist ohne vernünftige Mittagspause auch schwer vorstellbar. Fehlen eigentlich nur 2 Gläschen Rotwein. Coke and 7-Up, please. Coke and 7-Up. No, sorry, water and 7-Up. Okay. Sorry. No. I say, okay, you really need some sugar. I have also water here in the back again. Okay, yeah, but it still have some here. It's okay. And we'll go with you. I run with you with a 7-Up. Here is for you, man. Thank you. And for you. Thank you. And for you. Thank you. Another day in paradise. Again. Again. We need a bigger pike. Yeah. On a big perch like this, and after we can go for the under. Kleiner, winzig kleiner Barsch. Winzig kleiner Barsch. Du einer. 22 hat er, glaube ich, nicht mal. Was ist jetzt los hier? Frittenparade. Du. Ei. Nee, hat er nicht. 20 hat er. Aber immerhin Zielfisch. Falsche Größe. Ah Mann, hey. Was hat Druck gehabt, den Chickspinner oder was? Ja. Wenn da jetzt nach der Zeit noch nichts kommt. Ja, man kann den Spot aussitzen, aber für das haben wir nicht die Zeit. Nein, wir fahren jetzt noch. Lass uns noch 2-mal werfen, dann fahren wir zum Bruckner. Ja.
Und wenn nicht, dann fangen wir uns da vorne ein paar Hecht weg. Und vielleicht ist er da vorne ein Barsch dabei. Ja, maßiger. Ja, aber schleppen der wir erst von 15 bis 16. Ja. Machen wir die letzte Stunde over. Bis. Ich komm. Was meinst du, was ist es? Kleiner Zander. Glaube ich. Wenigstens. Der Barsch rupft er nicht, aber wir werden ihn auch nehmen, wenn er nicht rupft. Heute nehmen wir alles. Unsere Liste hat noch Platz. Ein paar Lücken sind noch da. Ein paar Lücken, ja. Komischer Drill, aber ich glaube, dass er Zander ist. Ein Zandersack könnte das sein. Ich glaube, das ist ein Zander. Aber ein kleiner Hecht. Petri! Ein kleiner Hecht, mit dem was wir am wenigsten gerechnet haben. Und wir am wenigsten brauchen wahrscheinlich. Ja, da noch so eine Flöte. Aber Petri trotzdem. Wahnsinn! Ei. Ja, aber so läuft der gar nicht. Da, 60 cm. Ja, 60 Punkte, Herbert. Super, hurra. Im windgeschützten Nationalpark holt Bullseye endlich die ersten Punkte. Bei B1 auf dem HV frischt der Wind langsam auf. Ja, der Wind ist gekommen, laut Wetterbericht auch, der stimmt. Und das Boot jetzt in der Drift zu halten, das ist das Thema. Und dazu benutze ich jetzt das Fußpedal, um jetzt manuell das Boot praktisch mit der Drift leicht versetzt immer im Zickzackkurs hoch und runter zu fahren. Macht sich hier mit dem Pedal sehr gut. Hände sind frei, kann man werfen, korrigieren. Perfekt. Und Kraut haben wir auch schon. Läuft. Jetzt fehlt wieder der Fisch. Feels like a bike. Careful, go back. Yeah. Oops. Yeah, nice bike. Not a huge fish, but oh yeah, Zander. Zander! Okay. Thanks. There we go again. There's the next fish. Nice Zander. Aggressive one from the shallows. Fishing again a little chatterbait. I just switched my flanker to a curl tail, Berkeley Sick curl. And this Zander loved it. Really strong bite. Let's see how long she is. 63 centimeters. Beautiful Zander. Can swim back straight away. And then we want your red-finned buddy. A perch. A perch this size would help. Let's go. Yes, bye-bye. Okay. But at least fish on the board. That's good. On the spot that we didn't train, we get contact with fish, and that's good for the confidence. Der vierte Zander bringt Abu Garcia auf Platz 2, wodurch Ilex sich nach der Mittagspause auf dem 4. Rang wiederfindet. This is the game, which we go for a big pike. If we have two nice pike, we can concentrate on perch and zander. So because in the first round, the most difficult was pike for us. So that's why we want to clean it right now, and there is less wind tomorrow. So it's much more easy normally to catch them now. I hope. But for the moment, we still have no big pike on board. He's here. There you are. I don't know if the camera is alright. It's not that big, but it's a nice fish. Yeah, man. He destroyed the jerkbait. Good.
Ja, 79,5, 8 Hecht. Kein schlechter Fisch, aber ich hoffe, wir kriegen noch einen größeren Hecht. Den lasse ich gleich mal wieder schwimmen. Und weg ist er. Naja, immerhin. So, der Fisch kam jetzt auch schon wie in der Gruppenphase auf den 6er Shark 120. Der hat ihn wirklich knallhart attackiert. Wow, cool. Der 5. Hecht für Ilex, ein 67er, wird durch einen 80er ersetzt und Ilex verbessert sich um 13 Punkte. Heute einfacher als morgen, glaube ich, mit den Hechten. Bei dem Wind Hechtangeln, auf jeden Fall. Bei dieser flachen Krautangelei ist Wind immer gut, also egal, auch auf Barsch. Deswegen, also, wir haben ruhig beides im Wasser, Hecht und Barschköder. So, andere Farbe jetzt genommen, das Blau weggenommen. Mehr eine Brassen-imitierende Farbe, weil die fressen viel Brassen im Kraut. Das ist der Grund, warum sie im Kraut sind, die Hechte. Weil die da viel Güstern, Brassen, Barsche vor allem picken. Ja, weiter geht's. Nächste Drift, Kopf vom Plateau, windaufgewandte Seite, ist immer gut. Schauen wir mal, los geht's. Während der Wind einige Teams zum Hechtangeln verleitet, hat Nace weiter den Zander im Visier. So ärgerlich, ich habe es gesagt. Ich habe auf den Zanderköder gewechselt, richtig dicken Zanderbiss bekommen. Was passiert? Die Hauptschnur reißt. Natürlich aus mehreren Gesichtspunkten scheiße. Erstens für einen Fisch und zweitens natürlich auch für einen Wettkampf. Das war ein richtig guter Zander. Ärgerlich. Fisch. Ist er sicher? Der kam aber beim Biss richtig hochgeschossen. Drum, der kam beim Biss richtig hoch. Ist ein Hecht, ist ein Hecht. Gehen wir hinterher, nicht auf der, am Motor. Auf der kleinen Chickspinner. Kein großer, aber ein bisschen größer als der letzte. Der passt schon. Der passt. Petri Heil. Petri Dank. Aber du hast doch einen Hänger gehabt, oder? Nee. Ihr habt einen Hänger und dann Bang, Nee, oder? der ist drauf gehämmert, dann habe ich angehauen, dann hing er nicht und dann beim Hochflitschen, dann ist der Köder hoch und dann hat er ihn gepackt, dann blieb er hängen. Der hat ihn erst nur angeditscht, ich habe ihn nochmal angerissen und dann ist er drauf und blieb auch hängen. Aber wenn man sich das anschaut mit den kleinen Haken, müssen wir schon zufrieden sein, dass der nicht ausgestiegen ist. Auf den Spinmat mit 6 Gramm. Da kriegen wir auf 76 hat er. Hä? 76. Auch kein großer Hecht, aber immerhin ein paar Punkte, dass die Liste nicht ganz so leer ausschaut. Da geht er. Immerhin Wertungsfisch. Das würde ich auch sagen. Ja. Es hilft auch nichts, wenn wir dann nur irgendwann immer irgendwas noch fangen müssen. Weißt du? Wenn ein Hecht Ja, nicht ja. gefangen ist, dann haben wir schon mal ein Hecht gefangen. Hauptsache drin. Hauptsache drin. Weil wenn die dann auf einmal nicht mehr beißen, dann stehst du genauso da mit dem blöden Hecht, wie du mit einem Barsch was brauchst. Ja, und da die Hechte jetzt anscheinend irgendwie aktiv sind, ja, tue mir jetzt ein bisschen, habe ich mir gedacht, ich tue jetzt einen Chatterbait hier. Und hab schon einen. Ich bin hier, Cash ist hier. Ja, Nicht zu viel Druck nach oben, nicht zu viel Druck nach oben. Achtung, Scale hinten draufsteigen. Ich komme nach hinten. Hast du ihn gesehen, wie groß Ja, war er? 90 ungefähr, Ah. 85. Nicht zu hoch ziehen. Ja. Ja. Petri. Ja. So. Ja, so groß ist Ja, er nicht, so aber hat er nicht über ganz. 80, oder? Glaube ich auch nicht. Aber nicht? Nee. Ich glaube, der ist. Gut, her damit. Hauptsache er isst. Hauptsache er isst. Nein, nicht. Wie groß er ist, sehen wir jetzt gleich. Aber Hauptsache er ist mal hier. Ja, dann fährt man zum Barsch und Zanderspot und fängt nur Hechte. Ich weiß auch nicht.
Von den Fisch, der hat ja nicht, so verschätzt, der hat nur 70 cm. Ja, Lärm hat er gemacht wie ein großer. Ja, die mag ich wieder nicht. Die fahren wir wieder. Endlich richtig Frequenz beim Team Bullseye und auch wenn es gar keine Hechte werden sollten, 3 Fische in kürzester Zeit lassen die Schweizer Routenschmiede wieder Anschluss in der Tabelle finden. So now we switch it up a little bit. Freddy's gonna fish with the smallers and I'm gonna try a jerkbait, Berkeley Zilla Glider, 16 cm, really proven jerkbait on this water. Got quite some pike on this one as well already, and see if that works, if that can trigger a bite. It's really cool. This jerkbait has like a long cast system, so there's a bit of the weight shifts to the tail of the lure if you cast it, and you make such long casts. And on pressured waters like this, long casting, so fishing the fish far away from the boat is sometimes really a key. So try that jerkbait. It's really a cool one. Okay for you? Okay, my turn. Yes, perfect. Nice fish, Gail. I think it was a good bite. It was. Because he really took it. And he has a good setting hook in return. Die nächste Spezies. 60er Zander, ein schöner Fisch auf dem Crankbait, auf den Kraken wieder von Ganki. So, now we need another perch and another zander to fill the card. Schnell zurück mit dem. Uiuiui, der hat's eilig. Und wir auch. Let's catch another one. 60? 60. Not bad, not good. No, it's a good fish. So I just caught a zander on the Kraken, the same lure that I used this morning for the nice pike. And this is a crankbait, it's no rattle on it. And he has a big volume on the square lips, so it's moving a lot of water. And I'm using it right now between the plant. Like this, if fish are a little bit spooky, there is no rattle, so they can eat it. And you never know what you can catch with this kind of bait in the plant. Big pike, big perch or zander. So it's good. Mark is fishing slowly with a jerkbait, and I'm fishing quickly with a crankbait. Like this we can see if perch or zander are more active, or if big pike are more active on big bait. So let's catch another one. Schon die 3. Fischart für Elex und das ist beinahe die Tabellenführung. Wirklich unglaublich, wie viel Bewegung vor allem im oberen Teil der Tabelle herrscht. Markus möchte die beißfreudigen Hechte nun etwas gezielter aufs Korn nehmen. Jetzt geht's auf Hecht. Da nutze ich unsere Quick Jig Screw auf dem Pigshad aktuell. Probieren wir mal die Farbe, die hat mir schon sehr gute Fische geliefert. Gerade wenn es ein bisschen bedeckt ist, kann das oft funktionieren. Heißt, glaube ich, Gesundheit. Hotspotted Bullet, Klassiker. Und ich fische jetzt das mit der Pela Jerk, so für kurze Distanzen geht das perfekt. Sehr vielseitige Route, wie der Name schon sagt, zum Pelagen, zum Jerken oder normal zum Werfen. Von Softbaits überhaupt kein Problem. Und jetzt hoffe ich, dass hier ein dicker Hecht beißt. Es sieht auf jeden Fall verdächtig nach Hecht aus hier. Yes, Fisch. Ein guter Fisch? Ja, wenn es kein Hecht ist, ja. Hier ist sehr zanderlastig. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier ein Zander ist. Aber der geht so seitlich wie ein Hecht, ne?
nachdem wir jetzt 2 Fische verloren haben, bis wir verknallt haben, ist das jetzt gut. Zander. Ein schöner Zander, richtiger Zander. Alter, richtig fetter Zander. Ja! Oh mein Gott! Das ist ein 80er. Check! Woo! Das ist vielleicht ein 90er. Wow, das ist ein Zander. Ja! Der war wichtig. Oh mein Gott. Oh, Entschuldige. Oh mein Gott. Oh, war der ist der schwer. Entspann dich kurz. Entspann dich kurz. Auf dem Predator? Ja, Predator 1004. Oh mein Gott. Das ist ein Turnierzander, oder? Ich wusste es, ey. Nachdem wir jetzt so viele fette Zanderbisse bekommen haben, dass die hier stehen. Ey, das ist ein 85er Fisch. Lass mal messen. 84,5? Nein, nein, nein. 87,5. 88. 88 Punkte, also 88 mal 1,3. Wow. 88er Zander. Ist das dein PB? Nee. Nein. Holland PB. Wow. Sehr geil, Felix. Krass. Wow, das ist mein YPC-Fisch. Hammer. Wow. Mir fehlen die Worte. Ich zitter am ganzen Körper. Das ist so geil, Felix. Das yes! Yes! Und der hat ihn so weggenagelt. Und ihr seht das ganze Kraut noch dran. Ich habe das Kraut weggeschlagen und dann boom drauf. Der stand mitten im Kraut, der Fisch. Und der ist um 13 Uhr mittags bei praller Sonne. 14 Uhr, aber egal. Fisch ist Fisch. Tim, ab in den Report damit. Ja. Nace schlägt zurück. Und wie? Es sollte gezielt ein großer Zander werden. Sie gaben dafür ihren Topspot auf und der Mut wurde belohnt. Den bis dato größten Zander des Turniers fängt Felix Wegesser und mit den zusätzlichen 114,4 Punkten schießt Nace von Platz 4 auf 1. Mann, ist hier Feuer drin. Brutaler Fisch. Junge. Wahnsinn. Kann ja nicht sein. Jetzt hier auf. Can we go home? Tja, müssen wir einfach einen 90er jetzt auffangen. 2. Die haben ja Feuer aneinander klatschen. Voll. Also. Wer hat Felix oder Dustin gefangen? Felix. Ja, fettes Petri Felix. Krank. Richtig Total krank. I want to ask the organizers of the event to do a doping test. Ja, Doping-Test. 88er hier so am Tag im Turnier, neben dem 1,25er. Jungs, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag. Immer dranbleiben, immer weiter werfen. Es ist noch nicht vorbei. Du hast schon immer von einer Reise auf die Malediven, nach Panama oder nach Madagaskar geträumt? Dieser Traum könnte schon sehr bald in Erfüllung gehen. Vom 29. Mai bis 6. Juni feiern wir Shimano Week bei uns im Onlineshop und pro ausgegebenen 50 € für Shimano-Artikel geht ein Los mit deinem Namen automatisch in einen Lostopf. Mit etwas Glück gewinnst du die Traumangelreise mit Getaway Sea Angling im Wert von 4.000 € und fischst mit deutschen Guides im Angelparadies deiner Wahl auf GT, Sailfish, Cubera Snapper und viele andere spannende Fischarten. Etliche hochwertige Shimano-Artikel warten auf dich und wollen von dir in Lose umgewandelt werden. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.
any cost it can happen. I'm quite sure that we'll catch something here. Ah, that was a bite. That's what I say. Any moment now. Hecht. So, vielleicht könnt ihr gleich. Hast du die gesehen? Nee, aber bis zur Folge hätte ich jetzt gesagt, das ist Hecht. Das ist ein Zander, komm. Nee, ist ein Hecht. Das ist ein Zander. Nee, ist ein Hecht. Kleiner Hecht. Kniepel. Kriegst du so oder willst du einen Kascher? Mach nicht anheben, denk dran. Gut. Petri, komm, Petri, Fisch. Mann, Alter, bist du heute drauf. Der Mann ist heute so geil. Immer, immer. Das ist 58. Ah, scheiße. So wieder ein Hecht los. Nee, es ist ein Zander. Komm schnell. Ja. So. Jawohl! Mann, Karte voll, Alter! Karte voll! Oh, Mann! Da ist er! Oh. Ey, der lang ersehnte Fisch überhaupt bei mir heute. Und jetzt der Zander, den wir gebraucht haben, um die Karte voll zu machen. Am ersten Finaltag. Ah, super, super. Geil! Liegt da? Was haben wir? Was ist denn? 63? 64? 64. Alle gratulieren Nace zu ihren Traumfischen, doch die erste Fullcard hat das B1 Bootscenter. Bereits der kleine Hecht hatte Tobi und Frank die Tabellenführung zurückgebracht. Mit dem 8. Wertungsfisch können sie diese nun auch noch ausbauen. Frank ist happy. So, weiter geht's. Ganz wichtiger Fisch jetzt, den Zander zu haben. Und mit dem 64er Zander hier sind wir auch eigentlich ganz zufrieden. Barsche sind gut. Hecht könnte man wieder verbessern. Tobi hat ja eben Meterhecht schon gefangen an einem gewissen Spot und bei dem Wind macht es vielleicht Sinn, dass einer auf jeden Fall speziell jetzt auf dem Hecht angelt. Ja, so kann es weitergehen. Ja, das ist ein anderes Boot. Sieht aus wie die Finbar-Jungs. Wäre natürlich ärgerlich, wenn die jetzt hier auch auf den Spot gehen, aber gucken wir mal. Ja, wir planen jetzt hier die Bonusfische noch mal voll zu machen. Das bedeutet, wir haben schon 2 Zander, wollen noch mal 2 Zander fangen, damit wir wenigstens morgen relativ schnell die Fullcard haben und dann einfach gucken können, was wir machen. Uns würden dann rein theoretisch, wenn wir hier 2 Zander fangen, noch ein Hecht und ein Barsch fehlen. Das sollte eigentlich drin sein. Und dann haben wir unser Ziel, die Fullcard erstmal erreicht. Und dann gucken wir, wo wir stehen. Aktuell ist es echt schwer. Ich denke mal, Martin und ich werden heute Abend noch mal rechnen und gucken, was wir brauchen, um Team Nace einzuholen. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwie 4 Meter Fische, 2 50er Barsch und 2 70er Zander sind. Also die Jungs geben ordentlich Gas und sind jetzt aktuell sehr, sehr schwer einzuholen. Es sei denn, es passiert noch ein kleines Angelwunder. An der Stelle vermuten wir Barsch. Da hat der Herbert jetzt gerade einen Barschbiss gehabt. Gestern hatten wir ja auch Bisse, aber blieben nicht hängen. Und bevor unsere Powerstunde startet, machen wir jetzt noch mal 10-15 Minuten einen Versuch auf Barsch. Vielleicht fangen wir ja einen guten Wertungsbarsch. Würde uns wieder einen Fisch für morgen wegnehmen, den wir noch erledigen müssen. Sonst wird das morgen wieder ganz schön dichtes Programm. Big fish. I think it's a zander. Yeah, it is. Ready, man? Yeah, I thought. Go slowly, it's a nice one. Really nice one.
Boom! I told you we do a nice fish. Again! Boomer did it again. One time more. A nice fish. Really nice ender, my friend. 74. Okay, so let's put it back. Don't jump. No, no, don't worry. Oh, yes. Good job, man. Really good job. Der nächste Zander für Gael und diesmal ist es ein richtig guter Wertungsfisch. Der 74er bringt über 96 Punkte. Elex zieht an Nace vorbei und rückt dem Tabellenführer B1 auf die Pelle. 74. Elex, Zander. Ja. Ja, gibt auch gut Punkte für die. Dann haben wir noch den 51er Barsch. Da sind die auch richtig gut im Rennen mit. Sind dann auch, könnten beides Fische von über 100 Punkten sein. Der Barsch natürlich sicher und der Zander auch. Jawohl. Guter? Nee. Aber Barsch? Eventuell, aber bis jetzt noch gar keinen Kopfschlag. Aber Fisch, ja? Ja, ja, sicher. Aber es sieht nicht hechtig aus. Nee. Oh, jetzt wird schwer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ein Zander. Jawohl, ja. Ist gut, den Bauch machen. Wichtige Punkte. Sehr gut, ey, Felix, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes! Drin? Yes. Wichtig. Der ist so wichtig, der hat auch 70. Ja! Okay, ich angel weiter, mach. Ja. Jawohl! Jawohl! Schön. Und der nächste Fisch für mich. 68 so? Ja, sowas in die Richtung. Gebissen auf dem Nace Warrior mit einem 1001 Trailer Predator. Ich bin gespannt, wie groß er ist. 68 genau, richtig? Ja. Yes, sehr schöner Fisch. Der gibt Punkte. 68 cm mal 1,3. Sehr schön. Der darf gleich wieder zurück. Lange konnte sich Elex nicht über Platz 2 freuen, denn mit weiteren 88,4 Punkten ist Nace dem B1-Team nun wieder am dichtesten auf den Fersen. Finval ist von dieser Performance sichtlich beeindruckt. Ja, ganz ehrlich. Du. Wir haben morgen noch einen Tag. Kann alles passieren. Ja. Und müssen da jetzt ganz cool bleiben. Das haben wir uns vorher auch versprochen. Ja. Bin sowas von happy, dass wir weiter sind. Es ist schon echt geil, unter den besten 6 zu sein, und alles, was jetzt kommt, ist einfach das Sahnehäubchen. Ja, eben gerade einen Fehlbiss gehabt hier von einem Hecht. Den können wir eigentlich ganz gut gebrauchen am Haken. Fischen gerade so eine Kante runter. Obendrauf ist schön viel Kraut. Hier habe ich letztes Jahr um die Jahreszeit einen echt guten Fisch gefangen, wo ich letztes Mal hier gefischt habe, auch bei den gleichen Windbedingungen. Deswegen haben wir den Platz gewählt. Der hat so einen auflandigen Wind gerade, der Spot. Aber ich habe ihn halt ein Jahr nicht geangelt, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie die Krautstrukturen stehen. Zwischendurch hatte ich gerade ein bisschen was am Haken, also ein bisschen Kraut. Und das sind halt immer die Nasen, wo auch die Bisse kommen. Und da kam auch der Biss gerade. Und jetzt driften wir hier also die Kante lang und schauen, dass wir wieder ein bisschen Kraut finden, wo es dichter steht. Weil da stehen sie drin jetzt. So, wir nutzen jetzt wieder unsere Powerstunde nach den für uns nicht erfolgreichen Tag, aber für die anderen war er natürlich obererfolgreich. Und ja, vielleicht gelingt es uns auch wieder, so wie letztes Mal, dass wir einen großen Hecht erwischen. Der bringt uns natürlich auf alle Fälle was. Schade ist natürlich, dass wir dann auf alle Fälle nur Hechte in der Wertung haben, keinen Barsch und keinen Zander, aber wir werden das irgendwie wieder hinbiegen, oder? Weil was die anderen wieder gestern oder heute geschafft haben, das können wir morgen auch schaffen. Also wir haben jetzt noch genau eine Stunde, wir fangen pünktlich um 3 Uhr und um 4 Uhr ist sowieso vorbei. Ja, jetzt brauchen wir wieder, ich weiß gar nicht, wie viel Glück das wir immer brauchen, gell? Jeden Tag neues Glück. Ja, heute noch mehr wie gestern und gestern war schon viel. Okay. Das wird. Also legen wir los. So, letzte Stunde, letzte Runde.
Dicker Hecht. Das wäre jetzt, da sind wir jetzt voll dran. Wir werfen jetzt noch mal die dicken Gummis in der Hoffnung, noch mal einen schönen Einschlag zu bekommen. Aber wir haben zum Glück noch einen Tag Zeit. Wir haben, glaube ich, die Karte voll. Weil natürlich schon mal ein Riesenerfolg für uns darstellt. Also irre. Und ja, jetzt müssen wir alles geben. Letzte Stunde voll konzentriert angeln. In der Hoffnung, noch mal einen ans Band zu bekommen. Und deshalb seid gespannt und drückt die Daumen. Bis gleich. So, wie ihr beim Zander zuvor gesehen habt, ich habe gewechselt auf ein Chatterbait. Eigentlich mit dem Hintergedanken, noch einen Barsch zu fangen, denn wenn wir jetzt einen Barsch fangen, dann haben wir die Full Card. Das wäre unser Ziel für den heutigen Tag. Mal schauen, ob es klappt. Der erste Versuch hat in Anführungsstrichen nicht geklappt, da ein Zander gebissen hat. Aber den haben wir auch gern genommen, denn der ist auch in die Wertung mit eingeflossen. Jetzt gilt es, noch einen Barsch zu fangen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den heute noch kriegen und dann können wir richtig gut in den nächsten Finaltag starten. Schauen wir mal. Ja, könnte aber ein Hecht sein, so wie es sich anfühlt. Also ein Barsch wäre geil. Das ist aber stark. Ein Barsch, ein richtiger Barsch, ein Monsterbarsch. Ja! Der ist ein Fuffi! Der ist ein Fuffi! Yes! Ja! Boah! Boah, ist der riesig. Ja! Das könnte mein neuer PB sein. Boah! Yes! Oh mein Gott! Oh, ihr glaubt es nicht. Was haben wir für einen Angeltag? Boah. Full Card! Yes! Yes, Full Card, genau! Habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Wow! Alter. Das ist mein neuer PB. An die Hand zu. Alter, das ist ein 52er. Fucking 52er Barsch. Das ist ein 52er Barsch. Und somit auch mein neuer PB. Boom! Ja! Geil! Das sind 104 Punkte, Alter. 104 Punkte, mein neuer PB. Okay, lass uns den zurücksetzen. Yes, der kommt schnell zurück. Schaut euch diesen Fisch an. Mehr geht nicht. Mein neuer PB. Boah. Und das Krasse ist, wir haben, ne, drüben habe ich gesagt, ey, das ist zu klar hier, wir können hier nicht angeln, das ist nicht gut. Wir haben zwar schön Hecht gefangen, aber dann sind wir hier rüber und die richtig dicken Barsche und Dings sind gekommen. Geil, gute Leistung. Das ist unsere Full Card. Ja! Ey, wie geil ist das bitte? Wenn wir jetzt noch upgraden, ein paar Hechte und so. Die Hechte noch. Jetzt noch ein Stück Zander, Alter. Geisteskrank. Und einen Barsch können wir auch noch upgraden. Geisteskrank, Alter. Den können wir nicht so einfach upgraden jetzt, den von eben, aber den anderen auf jeden Fall noch, den von mir heute Morgen. Das ist mal eine Finalrunde. Es ist doch wirklich kaum zu fassen. Neuer Hecht PB für Dustin, Holland Zander PB für Felix, jetzt auch noch Felix Barsch PB und das alles an einem Tag. Da dieser Barsch zudem auch die Full Card bringt, sprengt Nace wie schon in der Vorrunde die 700-Punkte-Schallmauer am ersten Wettkampftag und holt sich die Tabellenführung. Die Konkurrenz kann es kaum glauben. 52er Barsch. Das ist alles Endstufe, ne? Ja. Was gehört der aber? Ja, ich mag gar nicht hören. 1,25, nur noch 88, brutal. 52. Ja, leck mich am Arsch. Ein dickes Petri, mehr kann man da nicht sagen. Nein, Respekt, Ihr seid Respekt. total krank. Geisteskrank, Jungs, geisteskrank. Wahnsinn. Wahnsinn.
Incredible fish. 52 centimeter perch. Must be a personal best. Felix, congratulations, man. You guys rock. I mean, it's gonna be super difficult for us to catch up, of course. And if you guys take this competition home, you deserve it. Fished super well. It's totally insane result. I mean, a day like that is crazy, but doing a day like that in competition with the cameras, perfect. Not for us, but for you. 52 perch, 1 meter 25 pike, 80 something under. Good job, really good job. They can stay home and sleep tomorrow, guys. Get a party tonight and stay home and sleep. Sleep out tomorrow. You don't have to fish. Crazy. Wow, incredible. Was ich gar nicht gedacht habe, heute Abend muss richtig gesoffen werden, weil du hast den PB heute geknackt und ich habe meinen PB geknackt. Stimmt, wir haben heute 2 PBs im Turnier. Das musst du dir mal geben. Im Turnier 2 PBs. Wow, also da gebe ich auf jeden Fall einen aus, mein Lieber. Weiter geht's. Ja! Yes! Fuck! Ja! Oh, hast du natürlich gefilmt, ne? Muss auch mal mit seinen Emotionen alleine gelassen werden. Oh, ist das eine Erleichterung. Fuck, wir mussten heute aber auch kämpfen. Sieht für euch nicht so aus, ne? Aber die Bisse, es waren viel weniger Bisse. Oh. Geil. Einfach nur geil. 52er Barsche. Gehst wieder nach vorne wegen dem langen Vorfach. He? Ja, ist ein Zähler. Sauber funktioniert. Wir haben am Start 5 Minuten geschleppt und peng auf dem Herbert wieder. Da, der hat wieder geliefert in Motoröl. Geil. Leider nicht ganz so groß wie der letzte, aber immerhin schöner Hecht. Der hat 79. Wie viel? 79. Also der gleiche wieder. Wahrscheinlich der gleiche wieder. Jetzt hätte den Hecht nochmal, kam beim Herbert auf seinen eigenen Köder Herbert, bei Moby Softbaits. So, und jetzt schnell weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben genug aufzuholen. Wie in der Vorrunde bringt die Power Hour Bullseye bereits nach wenigen Minuten den ersten Hecht. Und der Tabellenführer befürchtet weitere gute Fänge durch die Schlepptaktik. So, Bullseye ist jetzt in der Power Hour. Da wird Herbert wahrscheinlich seine Spezialität auspacken und schleppen. Das ist gefährlich. Da fängt er bestimmt große. Ich glaube, die haben jetzt schon 79er dabei gefangen. Hecht. Das ist jetzt noch nicht so groß, aber Herbie ist immer für einen richtig dicken Fisch gut. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Außer Kraut bei mir. Fisch. Oh, der ist gut. Pass auf, nein, lass der angegriffen. Ja, passt. Der ist noch hin. Der ist super. Jetzt ist er ausgekommen. Nein! Der war richtig groß. Nein. Leck mich doch am Arsch. Der war richtig satt, war der. Was ist passiert? Leck mich am Arsch. Ausgekommen ist er, weil wir kein Glück nicht haben.
Der war richtig groß, also über 1 Meter mit Sicherheit, also überhaupt kein Zweifel nicht. Überhaupt kein Zweifel. Leck, Fette, probiere ich da umdrehen. Adrian, warum haben wir kein Glück? Ha? Das war jetzt genau gewesen, den wo wir brauchen. Genau. Scheiße. Darf man nicht sagen, aber das ist unmöglich, wenn man jetzt gerade noch so einen riesen Fischstroh hat. Nein! So ein super geiler Fisch, richtig massive Power. Während Herbert im Nationalpark flucht, hat Finnwal einen Gewässerwechsel vorgenommen und fischt nun wieder an ihrem Flachwasserspot im Hollandsdiep. So Leute, wir sind jetzt wieder am Strand. Das Ziel ist es jetzt noch mal einen Wertungsfisch zu fangen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, damit wir morgen ein bisschen weniger Stress haben. Schön wäre hier ein Hecht. Dann hätten wir wenigstens die 2 Hechte voll, die 2 Zander und könnten dann morgen gezielt noch mal auf Barsch angeln. Ja, aber da wir im Flachwasser alles schon gefangen haben, ist ja alles möglich. Ja, wie in den anderen 2 Wettkampftagen werden wir auch jetzt die Power Hour nicht in Anspruch nehmen. Wie gesagt, wir lieben das Flachwasserangeln und das ist ja im Rahmen des Wettkampfes erlaubt. Und das reicht uns voll und ganz aus. Schleppen, nee, zu langweilig für uns, ne? Ganz wertungsfrei für uns. Und das pelagische Angeln machen wir auch sehr gerne, aber dann lieber alleine, sodass eigentlich nur noch irgendwie Vertikalangeln übrig bleiben würde. Das macht uns auch keinen Spaß, weil wir halt Flachwasser angeln. Und somit lassen wir diese Power Hour einfach verstreichen und machen dann einen Flachwasser-Power-Tag da draus. Ne? Ja, heute hat das Ganze aber nicht so gut funktioniert. Fish. Fish on. Right, Freddy. That's how we like it. It's a perch man. No way. Ah ja. No way. How is that possible? Which direction? Ja. Kann nicht wahr sein. Oh. Auf den Hechtgummi einen Barsch gefangen. Das ist. Es passiert hier, nicht oft, aber es kommt vor. Früher kam das öfter vor, aber inzwischen habe ich das lange nicht mehr gehabt. Schöner Barsch. Ah, nice one. Die sind so schön hier, die Fische. Oh, geil. Herrlich. Fish on. Fish on. Fish on. The big perch. Yeah. No. Or pike. Or weed. Ah, it's in the weed. It is in the weed. Watch out there. Straight after. Straight after. Let's hope it's a perch. I think it's a pike. It's a pike. It's a pike and we need it. We need it? Yeah. We don't have the pike full yet. I take care of the fish. You continue casting, huh? Because it could be perch here. It's a small one, but we need it. Yeah. Take it easy. So, once you get like 2 or 3 hours without a bite, and then you get 2 fish in the net. Oh, schönes Chaos. One second. Ja, wir haben es. So, auf dem Hechtköder hat der Barsch gebissen und auf den Barschköder der Hecht. Die beiden haben das überhaupt nicht verstanden, wie das gelaufen ist. Stupid fish today. Ja. Do you understand? Do you understand? Versteht ihr das nicht? Okay, Simon, da in die Richtung. Ja. Den Barsch noch raus. I'm on my way. Okay. Ja. So, 42,5. This one is 76. Yes, got it? 67. Oh yeah, sorry, 67. Okay. Crazy moment. Ja. 3, 2, 1. Jo Leute, das war gerade noch mal eine coole Action auf jeden Fall mit den beiden Fischen. Jetzt brauchen wir noch einen Barsch.
Dann haben wir die Karte erstmal voll und dann müssen wir von da dann versuchen abzugraden. Der Platz funktioniert gerade. Wir haben jetzt hier 3 Bisse gehabt insgesamt schon, 2 Fische gefangen. Ja, jetzt machen wir die Drift, ziehen die noch ein bisschen durch. Hier ist richtig schönes Kraut gerade. Herrlich. Vielleicht geht noch was. Wir haben noch 25 Minuten Zeit. Reicht für einen Barsch, hoffentlich. Geben unser Bestes. Ja, Simon fischt ein Dipless Crankbait. Und ich angel hier nochmal einen Beast Paddletail. Der Barsch hat mir den gerade kaputt gebissen, der anderen Köder. Jetzt kommt eine andere Farbe ran. Mal gucken, ob es der bringt. So guys, the pike I just caught while Freddy got the perch. Caught it on the brand new Berkley Rattling Power Blade. It's a super cool bait that has a really special feature. You always want your bait when it's in the water. You always want it to have a nice presentation on the water, like all the time. I love fishing with blade baits, but when you drop them on the bottom, they lay flat on the bottom. So there's not really a nice presentation. And while jigging it, I mean, we rip it and then we let it sink to the bottom again and we rip it. And this one, Rattling Power Blade, has a really special feature. It has this flat surface under the head that makes sure that when it's going down to the bottom, that it will stand up straight like this. And that way, the perch, they love it when something is like imitating a feeding bait fish on the bottom. That way you will always have a nice presentation. And then with the loud rattle inside and this nice silhouette, this is really a key bait for the perch, the zander, but also for the little pikes. So let's keep on moving. Verkehrte Welt auf dem Abu Garcia Boot, doch Freddy und Simon sind zurück im Rennen. Ihnen fehlt nun noch ein Barsch für die Fullcard, genau wie den drittplatzierten Ilex, die diesen nach wie vor im Fluss fangen wollen. Oh, that was a bite. I was sure of this. Short bite. Unsere letzte halbe Stunde läuft. Wir hatten jetzt noch 1, 2 schöne Bisse. Leider haben sie nicht gehangen. Ich habe drüben noch ziemlich sicher einen Barsch verloren. Wir machen jetzt hier im Flachwasser noch eine lange Drift und hoffen irgendwie noch einen dicken Barsch zu kriegen oder vielleicht auch einen großen Hecht. Ich probiere mit einem großen Köder jetzt noch einen schönen Zander zu fangen und den kleinen Hecht rauszudrücken. Felix, glaube ich, mit einem Chatterbait versucht unseren kleinen Barsch abzugraden. Wir sind sehr, sehr happy mit dem Ergebnis heute, haben noch Steigerungspotenzial für den finalen Tag, aber wir haben uns eine gute Grundlage geschaffen und hoffen, dass wir jetzt noch einen Fisch fangen. Wenn nicht, sind wir trotzdem sehr happy. Wir driften jetzt noch bis zu Ende und versuchen immer noch mit Big Baits einen schönen Hecht zu bekommen. Ja. Compassion. Ja. Compassionate Perch. Viel Mitleid gehabt, der Barsch. Ich sag, guck mal, die Armen, die haben noch nichts. Haben noch keinen Barsch. Die fangen nichts. Die fangen ja gar nichts. Ja. Oh shit. Oh. Is it that time again? Fisch. Gut. Juhu! Da ist er. Juhu! Juhu! Wir haben noch einen Wertungsfisch. Yes! Ja, Mann. Geil! Sehr schön. Legen wir jetzt mal auf die Matte. Guck mal da. 54. Immerhin 54. So, der kleine Mann darf zurück. Weg ist er. Ja, schön. So kurz vor Schluss noch einen Fisch zu fangen. Da hat sich die harte Arbeit im Flachwasser gelohnt. 20 Minuten haben wir noch. Vielleicht steigt ja noch der eine oder andere Fisch ein. Dann haben wir morgen weniger Stress. Ist doch kein Stress. Ja doch, Angeln ist Stress. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 € UVP, 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt
den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. JetBoost verschafft dir am Wasser einen Vorteil, indem es die Wurfweite und Präzision im Vergleich zu anderen Hardbaits gleicher Größe und Gewicht deutlich verbessert. JetBoost nutzt die Zentrifugalkraft des Wurfes, um ein Gewicht im Inneren des Köders beim Ausholen nach hinten zu verlagern und es anschließend wieder nach vorne zu schieben, wenn der Köder durch die Luft katapultiert wird. Sobald der Köder auf der Wasseroberfläche landet, ist das Gewicht sofort wieder in perfekter Balance und der Köder läuft schon beim ersten Ankurbeln perfekt. Das ist JetBoost. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. I think here I missed a big pike, right at this tree. Yeah. Pretty sure. You want to know the size? Yeah. Okay, man. I do my best right now. Fish. Go on, can you believe it? That was a heavy fish. Man. Fisch! Oh, guter Barsch, guter Barsch, den brauchen wir. Ja! Junge! Und es sind noch 9 Minuten! Junge! Das sind die 2 Wertungsfische, die wir da noch wollten. Come on, ey! Oh, ist das schön! Ich habe eben gesagt, Angeln ist richtig schlecht. Jetzt ist es gerade wieder richtig schön. Ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben geankert. Und jetzt vermessen wir mal den schönen Barsch. Ich hoffe, dass er über 40 hat. Na, guck, siehst du doch nicht so ganz. Ja, Ne? 39. 38,5. Ich werfe. Genau, Martin wirft. Wir sind mega happy. Der Fisch geht erstmal zurück. Ein wunderschöner Barsch. Oh, den habe ich noch gerettet, dass er langsam ins Wasser fällt. Hauptsache, er fällt ins Wasser. Keine 40. Das ist aber total egal. Das sind wertvolle Punkte. Und wir haben die Barsche somit voll und müssen morgen nicht hinter irgendwelchen Fischen herringen, außer dem Hecht. Ja, die Zeit ist jetzt gleich rum. Haben hart gekämpft, haben alles gegeben heute. Ein Barsch fehlt uns noch, um die Karte voll zu machen. Den, ja, wie Simon schon gesagt hat, holen wir uns morgen. Werden jetzt noch gleich 1, 2 Sachen probieren vielleicht auf dem Weg nach Hause für morgen, um vielleicht ein bisschen besser vorbereitet zu sein, was die Sache angeht mit den Spots. Dann ausschlafen, Tränen wegwischen und morgen weiterfischen. No, we had a lot geben. of fun today. I mean, Ja, wir hatten einen guten Tag, aber it was a klar, super nice day on the water. hart auf die Mütze gekriegt von Nace auf jeden Fall. Ja. Muss man sagen. Ganz, ganz hart. Die letzten Minuten des heutigen Tages. Aufzugehen, super geil. Das könnte ein richtig guter Barsch sein. Ich hoffe es. Sieht für mich wie ein Zander aus, aber ein Barsch wäre geil. Hat am Anfang sehr, sehr stark geschüttelt, aber das ist zu stark für einen Zander. Oh, ein Nee, ist ein Hecht. Egal, ist ein Upgrade. Ah, ein kleines Upgrade. Sehr gut. Ich angel weiter, ne? Ja. Wieder auf dem Chatterbait, gepaart mit einem 1001 Trailer. Mal schauen, wie groß er ist. Ist vorne, Tim, 65,5. Was? 75,5. Bescheuert? Ich spinne. 75,5. Das ist ein kleines Upgrade auf den letzten Metern des ersten Tages. Der darf zurück, dann gibt es noch 5 Würfe und dann ist Feierabend. Oh, der ist weg. Yes, kleines Upgrade, 14, 15 Punkte.
Sehr gut. Haken ist noch scharf, Vorfach ist fit. Gleich weiter. Oh, ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, ein Barsch, der hat gleich nach dem Biss so richtig angefangen zu schütteln. Wir stehen extrem gut da für den ersten Tag. Wobei du weißt, gerade Freddy, ich habe so Angst vor Freddy. Du siehst, was die an einem Tag, am ersten Tag hinbekommen haben. Aber wir angeln ja auch den ganzen Tag noch. Boah, ist das windig jetzt. War es das? Also wenn ich einen hake jetzt und es noch nicht geklingelt hat, zählt ja, ne? Ja. Last cast, Freddy. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Boom. Long cast. Ja. Alles rausholen. The anger. Ja. Oh, das war der Tag. Schade. Nix mit dem Last Cast. Ja, bis zur letzten Sekunde geworfen. Ja, kam nicht. Aber wir können mit dem Tag zufrieden sein. Für unsere Verhältnisse, wir haben alle Fische gefangen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie die anderen so drauf sind. Jetzt ist Ausruhen angesagt, Boot aus Wasser, vorbereiten für morgen. Neuer Tag, ja, zum letzten Tag, zum Angriff geht es dann über. Yes, that's it. Das war's für heute. Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, morgen geben wir nochmal alles, ne? Yes, 100%. Ein paar Pläne machen, ein paar neue heute Abend und dann morgen hoffentlich nochmal nachlegen. Yes, tomorrow again 8 hours on the clock. Anything can happen still. Genau. Hat Bock gemacht mit dir zu angeln. Yeah, it was super nice, super nice. Let's und, go. Ja, los geht's. We're still missing one push. Yeah, we're still to fulfill the card. It's not so bad, but not so much bite. No. We'll see. It's not dead. And the good news is we have one full day of fishing. Yeah. So everything can happen. So see you next time. Wir haben heute gekämpft. Wir hatten einen Plan. Ja. Also wenn das der Plan ist, dann sind wir ungefähr heute so an dem Plan entlang geschraubt. Aber es hat geklappt. Wir haben ein paar Fische gefangen. Wir haben die Full Cut leider nicht erreicht. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass wir das morgen schaffen können. Wir lecken jetzt noch mal ein bisschen unsere Wunden. Ja. Ne? Tanken das Boot und werden morgen wieder hoffentlich einen schönen Tag mit viel Spaß, einem coolen Kameramann und mit hoffentlich vielen Fischen haben. Jawohl, ja. Ne? So sieht's aus. Felix, sehr gut gemacht. Das war ein unglaublicher Angeltag mit dir gemeinsam. Wir haben Fische gefangen. Ja, die werden uns wohl unter Umständen, die werden uns unter Umständen unser restliches Leben im Gedächtnis bleiben. 1,25 Meter Hecht und ein 52er Barsch und ein 88er Zander. Wow. Also wir sind sehr, sehr happy. Danke fürs Zuschauen. Wünscht euch Glück für den finalen, wünscht uns Glück für den finalen Tag. Also bis bald, haut rein. Ciao. Komm her. Oh. Ja. Vorsichtig, jetzt geht's heim. Oh nee, wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Ich habe heute 2 Schluck Cola getrunken, kein Haps gegessen seit heute Morgen. Doch, jeder hat ein Stück Schokolade gegessen. Nein, wir haben ein Stück Schokolade gegessen. So ist beim Wettkampfangeln. Es gibt kein Essen, kein Trinken, nichts. Ja. Durchziehen. Egal, jetzt gönnen wir uns unseren Salat und dann geht's ab in den Hafen. Salat ist genau das, was ich jetzt brauche. Die allerletzten Würfe blieben ohne Erfolg, doch wer aufmerksam hingeschaut hat, dem wird aufgefallen sein, dass sich ein Team noch gar nicht verabschiedet hat, und zwar aus gutem Grund. Ja, hängt. Was nicht? Hängt. Alles okay. Aber es ist kleiner. Eine Fritze. Fahr mal weiter, gib mir mal die Fernbedienung, fahr weiter. Ja, wie soll ich den landen, wenn wir weiterfahren? Ja, doch, ich kann schon landen. Bevor wir den noch verlieren, oder wie? Ja, den brauchen wir ja nicht. Der ist auf jeden Fall größer als unser kleinster. Also das kann jetzt eigentlich Herbert, das geht nicht. Und 5 Minuten hin oder her, wie soll ich den jetzt landen und dann fahren? So. Ja, aber jetzt gib mir die Fernbedienung. Jetzt kannst du fahren und machen, was du möchtest.
Was hat der? 69. Ja. Machen wir gar nicht lang. Ein 69er Hecht auf einen 28 cm Köder. Eieiei. Tja. Ja, Statement. Nur noch traurig. So ein Statement, daher war mal nur noch traurig. Ich weiß nicht, ob wir schlecht gefischt haben an sich, aber unsere Spots haben auf jeden Fall nicht geliefert. Das kann man mal festhalten. Hier die Power Hour hätte wieder ein Träumchen werden können, aber der große Fisch ist leider ausgestiegen. Und der Rest vom Tag, da hätte man eigentlich auch im Bett bleiben können, so gesehen. Ein paar Hechtchen. Leider. Ja, wir wunden unsere Lecken. Ja. Lecken unsere Wunden. Kräftig. Und schauen, was wir morgen noch rausreißen können. Das war's. Mit einem Schlepphecht der Bullseye nochmal um 9 Zähler verbessert, endet ein verrückter Angeltag, an den sich vor allem Team Nace alleine wegen der PBs noch lange erinnern wird. Die schlechte Nachricht für die Konkurrenten von Dustin und Felix: Trotz der bereits sehr hohen Punktzahl bietet ihr Scoreboard noch einigen Raum für Verbesserungen. Ein 33er Barsch ist beispielsweise noch in der Wertung. Platz 2 belegt nach dem ersten Tag das B1 Bootscenter, die ihren Höhenflug fortsetzen konnten und ihre Fullcard beim Hecht am leichtesten verbessern könnten. Elex und Abu fehlt je ein Barsch zur Fullcard. Finval benötigt noch einen Hecht und einen beliebigen Fisch und Bullseye 2 Barsche und 2 Zander. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Like und einen Kommentar da. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Support-Einkäufe in der YPC Boat-Kategorie unseres Online-Shops. Bis nächsten Sonntag. Ciao.